Ich bin der Mika und ich bin der Auspufftester vom Scooterama. Und wie ihr euch vorstellen könnt, geht es in diesem Video wieder mal um einen Auspuff. Und zwar haben wir ja im letzten Video hier die 22 mm Auspuff getestet. Und jetzt natürlich noch von diesem Video als allerletztes unser günstigster 22 mm mega laut Auspuff drunter. Und ich muss euch ehrlich sagen, so wollte ich den Hobby nicht stehen oder zeigen. Und darum montieren wir im heutigen Video einen Boss Tempered Auspuff in schwarz. Ein bisschen passend zum ganzen Töffel an sich. Den Auspuff gibt es für das Maxi S, N, X30. Der Mann hat natürlich hier noch mit der Breite und allem drum und dran. Jetzt in unserem Fall passt das. Hat so einen leichten Original-Look. Hat ein einigermaßen angenehmes Gewicht. Und ist von dem her sicher eine coole Sache auf diesem Töffel. Und selbstverständlich gibt es im Anschluss noch einen richtig guten Soundcheck. Also bleibt unbedingt dran. Ich habe gesagt, jetzt montieren wir einfach mal den alten Auspuff dran. Und ich melde mich wieder, wenn der dran ist. Glück haben wir hier die langen Stäbe als Mütterchen genommen, damit das Ganze viel einfacher geht. Gut, Auspuff ist dran. Was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, das ist ein 22er, also haben wir auch eine dementsprechende Dichtung drunter gehabt, also die Auspuffdichtung, und die wechseln wir natürlich jetzt auch auf 28/26. So, jetzt montieren wir die Flöte und es wird einfach so gut aussehen auf dem Maxi mit dem vielen schwarzen Walm. Ich bin schon richtig voll Freude. So, eben, nicht dumm schnurren. Gut, Auspuff in dem Sinne ist einfach montiert. Die 2-3 wichtige Infos. Erste Info, wenn ihr mit dem Flammenrohr zu weit reinkommt, müsst ihr es unbedingt abhauen, weil sonst habt ihr einen grossen Leistungsverlust. Das andere ist natürlich, hier die Breite von Anfang an noch nicht anziehen. Zuerst einfach semi zusammenstecken und dann schauen wegen der Länge, dass ihr hier das Loch mit der Schraube übereinstimmt, dass ihr es auch zusammentun könnt. Und am Schluss, wenn das alles stimmt, könnt ihr dann auch noch hier die Breitenhorte anziehen. So, das ist wichtig, dass sie nicht zu hart anzieht, aber gleich so, dass sie hebt. So, viel mehr würde ich jetzt nicht, weil hier ist schon recht Spannung drauf, auch wenn es noch leicht hebt, die jetzt nicht zu fest anziehen. Auch noch zum Sagen, hier, wenn das zusammenstecken, das hat ein bisschen hart, ist ein bisschen eng, aber das hat damit zu tun, dass sie auch wirklich schön dichtet, dass euer Auspuff dicht ist. Ja, also schon vom Schauen her finde ich es wirklich richtig schön, so eine schwarze Flöte auf dem Maxi zu haben. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir nur die raus, schauen, wie sie tönt. Ich kann euch dann vielleicht noch sagen, ob sie vielleicht sogar noch leistungstechnisch vielleicht etwas macht. Und ich hätte mal die Scheibenbremse mal probieren. Habe noch nie probiert. Genau, wenn ihr mal Bock habt, oder wenn ihr Bock darauf habt, dass wir mit dem auf einen Prüfstand gehen, schreibt es in die Kommentare und folgt rein. Natürlich sehr wichtig. Und dann organisieren wir hier, dass wir hier mal auf einen Prüfstand können mit dem. Und ich habe gesagt, wir sehen uns draussen. So, brachial. Sonnenlicht sieht das Ganze noch viel schöner aus, als man im Innenlicht. Bevor wir fahren, auch noch wichtig zu sagen, ist ja jetzt klar, wir haben ein grösseres Rohr drauf, also von 22 auf 28. Muss man natürlich jetzt noch ein bisschen anders abstimmen. Jetzt zum Probefahren lenkt das, ein bisschen zum Hören. Aber eventuell müssen wir hier natürlich auch abstimmen, dass ihr das sicher denkt, nicht dass ihr zu fett, respektive zu mager lauft, jetzt in diesem Fall. Gesagt, legen wir hier den Helm an. Haben wir auch gelernt, gell Dani? Und ja, lassen wir den Hobel starten. Tschöckchen da. Ja. Und das Leute muss ich noch rein. Ich habe ein bisschen aus der Übung. Das tönt schon mal nicht schlecht, aber jetzt haben wir es gesehen hobeln.
Also, schauen wir mal. Ja. So wie ihr es jetzt gesehen, nicht schlecht. Man merkt aber, dass man sicher uns noch ein bisschen spielen sollte. Erst gegen, wenn man wirklich auftritt, kommt er richtig. Also ich habe noch nicht die volle Leistung gesehen jetzt. Für mich ist das eine gute Sache. Optisch perfekt, 28er Röhrchen, einigermaßen originaler Look. Also es fällt nicht gleich auf wie eine Zigarre. Und eben leistungstechnisch kann man hier mit der auch schon viel rausholen. Was natürlich auch noch ein bisschen für die Hardcore-Bretschigkeiten. Ihr könnt hier hinten mit der Mutter die lösen, den Dämpfer rausnehmen, den Schalldämpfer. Und dann könnt ihr es mal richtig feideln. Machen es nicht gerade am Abend um 10:30, so Nachtprojekt am Freitag. Machen das einmal durch den Tag durch, weil es nicht jeder stört. Und ja, schaut mal, wie das Zeug cleverlet. Das war es eigentlich auch schon gewesen. Wenn ihr andere Auspuff gesehen vom Auspuff-Spezialist höchstpersönlich, schreibt es in die Kommentare. Ich schaue, dass wir hier noch coole Videos machen können, wenn euch etwas interessiert. Und ja, danke herzlich fürs Zuschauen. Liken und abonnieren das Ganze, wenn ihr es cool findet. Und ich habe gesagt, wir sehen uns das nächste Mal, wenn die Sonne nicht mehr so blendet. Tschüss zusammen.